Herzlich willkommen bei Videowissen. Bei der bundesweiten Lehrerfortbildung in Heidelberg am Haus der Astronomie hat Linus Sorg vorgetragen. Es ging um Software zur Meteorerkennung mit KI. Heute präsentiert aus luftiger Höhe. Vamos! Habe dieses Jahr bei Jugendforsch teilgenommen, wurde dann angesprochen, ob ich hier vielleicht mein Jugendforsch-Projekt vorstellen möchte. War dieses Jahr interdisziplinärer Landessieger in Baden-Württemberg, sowie bei den den Vorträgen vor mir auch im Bundeswettbewerb dieses Jahr in Bremen und wurde dort auch ausgezeichnet mit einem Preis vom DLR und möchte Ihnen heute einfach mal mein Projekt vorstellen. Es geht jetzt weniger um die traditionelle Astronomie, sondern eher um die Verbindung von Astronomie und Informatik. Und zwar geht es darum, wie man Meteore in Videos mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkennen kann. Das Projekt begann insgesamt vor ungefähr 4 Jahren, als ich zusammen mit einem Mitschüler von mir bei der Astronomie AG von unserer Schule angefangen habe, Meteore zu beobachten. Einerseits mit einer Kamera und gleichzeitig mit einer Antenne. Und zwar wollten wir einen Effekt ausnutzen, der sich Meteor Scattering nennt und das eben eine Reflexion eines Radiosignals an einem Meteor beschreibt. Und so kann man eben gleichzeitig zum Videosignal auch ein Radiosignal empfangen. Und für dieses Projekt haben wir dann eben viele Stunden Video aufgenommen und mussten das Ganze dann auswerten. Sie können nochmal sehen, wie mein Projekt hier beim Bundeswettbewerb dieses Jahr war. Ich war dort tatsächlich mit dem astronomischen Projekt zum Thema Radiosignale Video. Heute geht es nur erstmal um die Videoauswertung. Sie können hier auch sehen, meine schriftlichen Arbeiten, die man immer abgeben muss bei Jugendforscht, eben über 3 verschiedene Jahre. Die von diesem Jahr ist jetzt gar nicht dabei. Es geht darum, dass wir sehr viele Videomaterialien aufgenommen haben für das allererste Jahr, in dem wir geforscht haben. Es war ungefähr 10 Stunden. Zum Auswerten braucht man ungefähr 3-mal so lang, 30 Stunden. War noch machbar. Wir haben das so gemacht, wir haben uns vor den Bildschirm gesetzt, angeschaut, immer gestoppt, wenn einer vorbeigekommen ist, ein Meteor, haben dann alle möglichen Daten aufgeschrieben, die wir eben gebraucht haben und haben dann weitergemacht. Im nächsten Jahr haben wir dann ungefähr 30 Stunden aufgenommen und dann hätte es ungefähr 90 Stunden Arbeitsaufwand bedeutet und mir als Programmierer war dann klar, da muss es irgendeine einfachere und eben automatisierte Lösung dafür geben. Dann habe ich geschaut nach verschiedener Software, mit der man eben Meteore in Videos auswerten kann. Wir haben dann nichts Zufriedenstellendes gefunden, deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben meine eigene zu entwickeln. Sie können hier oben schon sehen und auch im Titel des Vortrags, die Software heißt VAMOS, das steht für Video Assisted Meteor Observation System. Und diese Software ist mit Python geschrieben, weil es da eben sehr gute Bildverarbeitungstools auch gibt und vor allem mit KI natürlich die beliebteste Programmiersprache ist. Sie können jetzt erstmal meine allererste Version der Software sehen. Damals habe ich noch nicht mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, sondern ganz einfach mit Bewegungserkennung oder halt Differenzbildung. Das möchte ich Ihnen jetzt einmal hier an diesem Meteor gerne demonstrieren. Und zwar möchten wir den jetzt hier erkennen. Dazu suchen wir uns ganz klassisch einfach ein Referenzbild, das eben den Himmel zeigt ohne den Meteor. Das ist jetzt einfach ein paar Sekunden davor. Und jetzt können wir natürlich sehen, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Bildern ist eben der Meteor. Das heißt, ich habe die jetzt noch in Graustufen konvertiert und weich gezeichnet, aber wenn wir die voneinander abziehen, dann erhalten wir natürlich nur die Differenz. Sie können hier diesen kleinen Strich sehen. Wenn wir noch einen Schwellwert drauf anwenden, dann haben wir wirklich eindeutig diesen Helligkeitsunterschied erkannt. Und so kann man ja ganz simpel eigentlich helle Objekte am Nachthimmel erkennen, die sich eben bewegen zwischen verschiedenen Einzelbildern. Sie können ja sehen, so schaut das Ganze dann aus. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass man eben nicht wirklich unterscheiden kann zwischen verschiedenen Objekten, die sich bewegen und eben hell sind. Das haben wir auch relativ schnell gemerkt. Trotzdem hat es tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Dazu komme ich später nochmal. Aber man hat eben das Problem, dass man zum Beispiel Satelliten, Flugzeuge, teilweise Wolken und Rauch und alle möglichen Sachen da eben auch noch miterkennen kann. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt einmal hier an diesem Beispiel demonstrieren. Sie sehen also ganz einfach, allein durch diese Differenzbildung ist es wirklich simpel. Es ist jetzt natürlich ein sehr heller Meteor, funktioniert aber auch mit allen möglichen schwächeren Meteoren. Ist es ganz einfach, das Ganze zu erkennen. Dann haben wir hier verschiedene Erkennungen auf verschiedenen Einzelbildern natürlich. Das heißt, wir haben welche, die räumlich gruppiert werden können und zeitlich gruppiert werden können. Wir haben diese Einzelerkennung auf jedem Einzelbild, und um daraus natürlich zu berechnen, wie lang der Meteor war, in welche Richtung er geflogen ist und so weiter.
verwende ich noch einen eigenen Algorithmus, der einfach das Ganze nach zeitlicher und räumlicher Distanz gruppiert. Und so bekommen wir dann eben einen Meteor. Für den berechne ich dann die Dauer, ich berechne den Winkel, in dem er fliegt im Bild und ich berechne die Position im Bild und so weiter, sodass man das nachher dann eben für andere Zwecke weiterverwenden kann. Damit das Ganze auch benutzbar ist, für Leute, die nicht das Ganze im Programmcode oder so etwas ändern wollen, haben wir natürlich auch noch eine Benutzeroberfläche entwickelt. Sie können hier die allererste Version sehen, relativ simpel. Man kann eben verschiedene Daten eingeben, zum Beispiel wenn das Video anfängt, um damit die Uhrzeiten auszurechnen. Oder ja, das Video allgemein, Ordner für die Analyse. Und dann läuft das Ganze durch und sieht dann ebenso aus, wie ich es Ihnen vorher gerade im Video gezeigt habe. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wie ich vorher schon angesprochen habe, das Ganze mit dieser Bewegungserkennung ist ziemlich kompliziert. Denn man kann eben nicht unterscheiden zwischen verschiedenen hellen Objekten, die sich bewegen. Und deswegen kommt dann an dieser Stelle die künstliche Intelligenz ins Spiel. In meinem insgesamt 3. Forschungsjahr habe ich das dann implementiert und als Nachfolger habe ich das Ganze einfach Vamos Plus genannt, damit Sie auch nachher wissen, was der Unterschied zwischen denen ist. Vamos Plus ist eben die Software mit KI. Für Vamos Plus verwende ich ein sogenanntes Convolutional Neural Network, ein CNN. Das ist, sagen wir mal, das Standardmodell in diesem Fall, dass man ein neuronales Netzwerk hat, das aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist, in denen ich eben die Pixel reingebe und dann nachher ein Ergebnis bekomme. Das Ganze funktioniert mit der Bibliothek TensorFlow. Das ist ein Produkt von Google, was eben die ganzen Trainingsprozesse standardisiert. An dieser Stelle habe ich etwas Besonderes gemacht. Ich habe das Modell nicht von Grund auf neu trainiert, denn wenn man sich das überlegt, das kann extrem viele Wochen auf extrem leistungsstarken Servern dauern, hatten wir alles nicht zur Verfügung. Aus dem Grund haben wir das sogenannte Transfer Learning angewandt. Und beim Transfer Learning benutze ich ein Modell, was schon vorher existiert, was zum Beispiel alle möglichen Objekte erkennen kann, Menschen, Gesichter, Autos, wie auch immer. Aber ich entferne die oberste Schicht. Denn die oberste Schicht am Ende bestimmt sozusagen das Ergebnis des Modells. Alle Schichten davor kümmern sich um sowas wie Kanten- oder Kreisformerkennung oder so ähnlich. Und das heißt, aus diesen Mustern, die das Modell ja eh schon findet, wie zum Beispiel eben Kanten oder Kreise, kann ich ja dann auch wieder ableiten auf Objekte, die ich jetzt erkennen will, in meinem Fall eben Meteore. Und dadurch habe ich mir extrem viel Trainingszeit gespart. Soviel zu diesem Transfer Learning. Dann braucht das Ganze natürlich zuallererst einmal Material. Dafür habe ich 1800 Einzelbilder gesammelt aus den Videos aus den Vorjahren, wo eben Meteore drauf waren. Das Ganze gelabelt. Sie können hier so ein Programm sehen, mit dem man das labeln kann. Dieses gelbe Rechteck da oben ist eben ein von Hand markierter Meteor. So muss man das mit allen 1800 Bildern machen, damit die KI dann eben bemerkt oder sich anlernen kann, wie so ein Meteor aussieht. Sie können jetzt auch sehen, ich habe hier nur den Kopf markiert von diesem Meteor und nicht die Spur gleich mit. Das liegt einfach daran, ich habe es auch mal mit Spur probiert, aber es hat weniger gut funktioniert. Möglicherweise, weil sie dunkler ist und dadurch der Unterschied zum Nachthimmel kleiner ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Kopf funktioniert das Ganze sehr gut. 2023 habe ich das Ganze dann noch deutlich verbessert. Bei dem Machine Learning kann man verschiedene Parameter im Trainingsprozess anpassen. Und das kann teilweise noch größere Auswirkungen haben, als einen Datensatz zum Beispiel auszutauschen. Ein wichtiger Parameter dabei ist die sogenannte Learning Rate. Und diese Learning Rate bestimmt einfach nur, wie viel sich das Modell pro Trainingsschritt anpassen kann. Und diese Learning Rate, wenn sie zu hoch ist, dann findet das Modell in keine stabile Richtung. Wenn sie zu niedrig ist, dann macht das natürlich keinen Fortschritt. Und deswegen habe ich auch mit ganz vielen verschiedenen Learning Rates experimentiert. Was am besten funktioniert hat, können Sie hier oben sehen. Wir haben am Anfang erstmal so einen linearen Anstieg. Am Anfang müssen wir viele Veränderungen machen, ja, größere Veränderungen, damit wir den richtigen Weg zum Meteor finden. Und mit der Zahl der Trainingsschritte tun wir die dann immer weiter senken, weil am Ende sozusagen nur noch das Feintuning nötig ist. Dann habe ich auch noch den Algorithmus optimiert, der sozusagen die Erkennung der KI nachverarbeitet. Das habe ich vorher gezeigt, diese räumliche und zeitliche Gruppierung eben. Und damit habe ich dann erhebliche Verbesserungen in der Performance eben feststellen können. Das Ganze habe ich dann auf meinem PC laufen lassen, relativ leistungsstark. Das Ganze funktioniert auch ungefähr in Echtzeit, sodass man das Ganze relativ schnell auswerten kann. Allerdings muss man sich vorstellen, wäre es ja manchmal auch ganz nützlich, man könnte das direkt mit an den Beobachtungsort nehmen.
Und deswegen hab ich mich damit beschäftigt, wie man das Ganze vielleicht auf einem kleineren Gerät ausführen kann. Und an dieser Stelle kommt dieses Gerät hier ins Spiel. Sie können hier sehen, so ein Platinencomputer, ähnlich wie ein Raspberry Pi, ist aber tatsächlich kein Raspberry Pi, sondern hat neben dem Prozessor, der CPU, noch eine sogenannte TPU, also das steht für Tensor Processing Unit. Und das ist ein Chip, der eben von seiner Architektur her dafür optimiert ist, neuronale Netzwerke oder eben KI auszuführen. Und mit diesem Chip kann man eben deutlich schnellere und effizientere Ergebnisse bekommen, bei weniger Stromverbrauch und halt auch einem kleineren Formfaktor. Und Sie können auch sehen, dieser Chip, der das Ganze am Ende macht, ist wirklich so klein. Sie sehen das jetzt im Vergleich zu einer amerikanischen Centmünze. Sehr beeindruckend, was man mit Prozessoroptimierung machen kann. Allerdings muss man halt leider in Kauf nehmen, dass man das Modell dann etwas verkleinert. Dadurch verliert man ein bisschen an Präzision, aber es läuft halt um Vielfaches schneller. Das Ganze habe ich probiert und es hat ungefähr mit 90 Millisekunden pro Einzelbild geklappt. Damit kommt man dann bei weitem nicht an die Echtzeiterkennung dran, da bräuchten wir so ungefähr 40 Millisekunden, aber man kann es eben auf diesem kleinen Gerät auch ausführen. Und mit mehreren Edge-TPUs zusammen zum Beispiel könnte man dann auch eine Echtzeitauswertung machen. Jetzt habe ich ganz verschiedene Methoden vorgestellt. Einmal am Anfang mit dem menschlichen Auge, danach diese Differenzbildung oder Bewegungserkennung mit VAMOS, VAMOS Plus und dann sozusagen noch die aktualisierte, die optimierte Version, mit der ich dieses Jahr auch im Jugendforscht-Wettbewerb angetreten bin. Und die ganzen möchte ich jetzt einmal vergleichen. Dazu habe ich mir einfach einen 2-Stunden-Zeitraum rausgesucht, den ich eben angeschaut habe als Mensch, dann die verschiedenen Meteore zusammengesucht und dann die ganze Software auch auf diese 2 Stunden angewendet. Das können Sie hier sehen. Wir haben auf der X-Achse einmal sozusagen die Anzahl oder der Anteil an gefundenen Meteoren. Die 100% sind sozusagen die Schnittmenge aus allen verschiedenen Methoden. Und man kann ganz oben das Auge sehen. Und Sie können auch sehen, dass eben bei diesem Auge auch das nur ca. 70% entdeckt. Und so Sie können sich das vorstellen, wenn Sie da mal 2-3 Stunden in so einem Raum sitzen mit nur einem Bildschirm und dann irgend so ein flackerndes Video vor sich haben, dann schauen Sie mal in die eine Richtung und in der anderen Richtung kommt ein schwacher Meteor, den Sie gar nicht sehen können. Das heißt, auch mit dem menschlichen Auge haben wir wirklich noch extrem viel Aufholbedarf. Und jetzt haben wir die verschiedenen Softwaremethoden hier noch im Vergleich. Ganz am Anfang habe ich mit dem Bewegungserkenner der Differenzbildung gearbeitet, das können Sie ganz unten sehen. Die hat nur ca. 30% der Meteore eben entdeckt. Im Vergleich dazu hat die allererste KI-Version ein bisschen über 40%, ich glaube 43% der Meteore entdeckt. Wir haben also durch die KI schon einen ganz ordentlichen Sprung nochmal im Vergleich zur Differenzbildung. Aber man sieht durch allein die Optimierung des Modells, ich habe vom Trainingsdatensatz zwischen VAMOS Plus und dem optimierten neuronalen Netzwerk nichts geändert. Es ist nur Trainingsparameter. Und deswegen muss man da ganz viel rumprobieren, das ganze Modell trainieren, etwas verändern, trainieren, etwas verändern, trainieren. Und so kommt man letztendlich auch auf eine relativ gute Statistik. Wir haben jetzt hier ungefähr 83% der Meteore, die auch das Auge gesehen hat und insgesamt ca. 60% von der gesamten Schnittmenge. Und wenn man das Ganze noch weiter optimiert mit mehr Daten oder eben auch anderen Trainingsparametern, bin ich mir ziemlich sicher, dass man das Auge da auch überholen kann. Eine weitere interessante Größe wäre hier die Präzision der Auswertemethoden. Also Präzision, wie viele der gefundenen Objekte, sagen wir mal, sind auch tatsächlich Meteore. Das ist das Problem gewesen, unter anderem bei dem allerersten Erkenner, der natürlich auch alle möglichen Sachen gefunden hat. Und deswegen muss man bei der Software immer wieder hinterher die ganzen Ergebnisse anschauen, das gesamte Ding kontrollieren und alle Falscherkennungen rauslöschen. Auch durch die Optimierung dieses Algorithmus von vorher konnte ich da deutliche Verbesserungen erzielen. Sie können hier sehen, dass zum Beispiel VAMOS Plus und VAMOS relativ katastrophale Präzisionen im Bereich von ungefähr 5% hatten. Das heißt, dass ein Großteil der Erkennungen tatsächlich einfach irgendwas anderes war. Aber durch die Optimierung der Algorithmen konnte ich das steigern auf ungefähr 30% bei dem optimierten Modell. Und ja, Sie müssen sich vorstellen, ich kann dann in die Erkennung reingehen, das Ganze löschen, kein großer Zeitaufwand, aber dafür eine große Zeiteinsparnis. Was für die KI jetzt noch interessant ist, für Sie aber wahrscheinlich noch kein Begriff, wäre die beiden Metriken Recall und Mean Average Precision. Precision, Deutsch Präzision, habe ich ja gerade schon gesagt, der Anteil sozusagen der richtig erkannten Meteore. Also wie viel
Meteore im Vergleich zu Falscherkennung. Das ist jetzt die Statistik, die man während dem Training bekommt, auf einem Testdatensatz von diesem Einzelbilderkenner. Das hat nichts mit dem Video zu tun, sondern wirklich nur das Einzelbild. Und wir sehen da jetzt irgendwie ungefähr 58% Präzision. Beim Recall sehen wir, Recall ist sozusagen, wie viele der Meteore, die theoretisch da gewesen wären, hat die Software erkannt oder ja, das Modell. Und da sehen wir ungefähr 40%. Das sind im Vergleich zu anderen Anwendungen von Machine Learning relativ niedrige Werte. Sie müssen sich aber vorstellen, dass diese Anwendung von Meteorerkennung eine sehr schwierige Machine Learning Anwendung ist. Letztendlich ist ein Meteor ja nur ein Strich am Himmel und auch nur ein Strich wegen der Belichtungszeit. Das heißt, es ist ein relativ simples Objekt, sehr klein, also nur einen kleinen Teil von dem gesamten Bild einnehmend und auch sehr schnell wieder weg. Und insofern muss man das ein bisschen in Relation sehen. Kommen wir dann zu dem, was am wichtigsten hier mitzunehmen ist. Man sieht eindeutig, ein neuronales Netzwerk funktioniert deutlich besser als so eine Bewegungserkennung, findet deutlich mehr, ungefähr doppelt so viel in meinem Fall. Und man kann eben durch Optimierung von neuronalen Netzwerken extrem viel aus denen rausholen. Mit dem Modell habe ich eben 83% von denen gefunden, die auch das Auge gefunden hat. Eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu VAMOS Plus und eben eine Verdopplung im Vergleich zu VAMOS. Auch die Präzision, haben Sie gesehen, kann man deutlich steigern. Und das Auge findet auch eine Menge von diesen Meteoren nicht. Das heißt, es gibt halt extrem viel Potenzial. Und ich würde sagen persönlich, dass man Software einfacher verbessern kann als das menschliche Auge. Das menschliche Auge kann sich nicht auf den gesamten Bildschirm auf einmal konzentrieren, kann nicht so lange konzentriert bleiben. Da gibt es also viel größeres Potenzial im Bereich der Software. Das Ganze hat aber jetzt eine wichtige Erkenntnis am Ende. Wenn ich jemals wieder oder wenn ich nächstes Jahr wieder Meteoraufnahmen machen werde, werde ich ganz sicher wieder diese Software benutzen. Aus dem einen Grund, dass es einfach extrem viel Arbeitsaufwand spart. Ich habe ja vorher schon gesagt, 1 Stunde Videomaterial, ungefähr das Dreifache muss man rechnen, vielleicht auch das Vierfache. Also ich sitze an 1 Stunde Videomaterial vielleicht 3 oder 4 Stunden dran. Die Software erledigt das Ganze in ungefähr 1 Stunde, also in Echtzeit, natürlich unbeaufsichtigt. Und ich als Mensch muss nur noch die Ergebnisse kontrollieren. Das dauert ungefähr 5 Minuten für 1 Stunde Material. Das heißt, mein Arbeitsaufwand hat sich halt eben von 3 Stunden auf 5 Minuten reduziert und damit kann ich viel mehr Daten auswerten. Wie muss man das Ganze jetzt sehen? Das Ganze war die Entwicklung eines Werkzeugs. Mit diesem Werkzeug kann ich eben ganz viele andere Forschungsprojekte auch noch ermöglichen. Dieses Werkzeug steht auch allen möglichen Leuten zur Verfügung, die das gerne verwenden möchten für ihre eigene Beobachtung. Und es vereinfacht eben, wenn man etwas anderes untersuchen möchte, wie ich zum Beispiel die Radiosignale, erheblich den Umgang mit dem Videomaterial. Am Ende möchte ich noch, hier können Sie sehen, wer mich unterstützt hat, mein Projektbetreuer Till Kretner, danken, einer der vielen Lehrer in Deutschland, die eben Jugendforsch nach vorne bringen. Ja, mein Projektkollege für 3 Jahre lang, Till Eisler, und ja, die anderen Leute, die mich unterstützt haben, finanzielle Unterstützung habe ich auch bekommen und so weiter. Jetzt möchte ich aber am Schluss noch einmal was zu Jugendforsch sagen. Mich würde es einfach mal interessieren, können Sie mir mal ein Handzeichen geben, an wessen Schule es schon Jugendforschprojekte gab? Im Allgemeinen, ja? Ich sehe relativ viele, ja? Vielleicht können Sie mir noch ein Handzeichen geben, falls Sie schon mal selber eins betreut haben. Auch sehr schön. Ich sehe eine gute Quote, ja? Die nicht betreuen, denen möchte ich jetzt noch was sagen. Bei Jugendforsch gibt es verschiedene Fachgebiete, ja? Wir haben Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Technik und so weiter, Physik, alles Mögliche. Geo- und Raumwissenschaften ist das mit Abstand am wenigsten oder am dünnsten besiedelte Fachgebiet, so insgesamt. Wir haben teilweise im Regionalwettbewerb 1 bis 2 Projekte, im Landwettbewerb wird es besser, aber auch innerhalb von Geo- und Raumwissenschaften ist der Anteil von Astronomie oft sehr niedrig, also ganz viel Geowissenschaften. Falls Sie sich also schon mal überlegt haben, ob Sie vielleicht ein Jugendforschprojekt betreuen möchten an Ihrer Schule, weil es irgendwelche interessierten Leute gibt, ich kann Sie nur ermutigen, aus Sicht eines Teilnehmers wie mir, und ich glaube, das können auch sicherlich die anderen bestätigen, die hier schon betreut haben, es ist einfach eine super Erfahrung, man lernt sehr viel über wissenschaftliches Arbeiten, man hat sehr viel Spaß. Ich war dieses Jahr durch den Landessieg jetzt eben in Bremen,
Ich war auf einer Nobelpreisträgertagung in Lindau. Ich darf hier einen Vortrag halten, habe auch schon anderswo einen Vortrag gehalten. Und es ist einfach allgemein eine riesengroße und gute Erfahrung. Ich kann Sie nur ermutigen, falls es interessierte Leute gibt, versuchen Sie, Jugend forscht zu unterstützen und den Jungforschern zu helfen.